Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Twin Mirror. Und nachdem wir in der letzten Folge in der Bar probiert haben, wieder zu rekapitulieren, was wir dort im Suff quasi angerichtet haben, nachdem wir morgens mit blutigen Klamotten aufgewacht sind, machen wir uns jetzt auf die Befragung nach Dennis, der uns etwas mitteilen wollte, allerdings nicht in der Bar. Und nun müssen wir uns durchfragen, ob irgendjemand Dennis gesehen hat. Dabei haben wir unseren Ex-Schwiegervater ins B getroffen, einen alten Mann, der uns ein bisschen über die Geschichte der Bergarbeiter in dieser Stadt aufgeklärt hat. Aber leider war unsere Suche noch nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen gehen wir jetzt mal die Straße hier entlang und befragen weiter Leute. Was haben wir hier? Oh, ein Schild. At least the Basswood jungle is still standing. Okay, was auch immer der Basswood Jungle ist. Ah, eine kleine Zeitung mit einer treuen Leserschaft. Mein erster und einziger echter Job. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Okay, hier können wir noch nicht weiter. Dann wechseln wir doch mal die Straßenseite. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Ich verlasse die Stadt I'll bald. be leaving as soon as I can. Probably. I don't like that probably. I can't tell you to move along, but I suggest it strongly. Trust me. I get it. You were only in one fight last night because I stopped most of the others. Sam, I like you, but you're a hornet's nest. Okay, wer That war person das? you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or Hören ihm zu. fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Yeah, sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Was mich wundert, dass er, trotz der Tatsache, dass er Polizist ist und eine Bodycam trägt, das ist dieses viereckige Ding auf der Brust, wo quasi alles aufgezeichnet wird, was er macht, dass er doch so ein verhältnismäßig loses Wundwerk hat, weil er von seinen Abzeichen her ein stinknormaler Officer ist und nicht irgendwie, ich sag mal, der Chef von dem Ganzen. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen vertue, aber naja. Aber wir haben ja noch ein Graffiti. Sieht frisch aus. Der künstlerische Wert darf bezweifelt werden. Double kann man nicht lesen. Gut, wir gehen auf jeden Fall weiter. Er hat Dennis nicht gesehen. Mit dem Typen da hinten konnten wir nicht sprechen. Oh, ich will die Rakete fliegen. 50 Cent für eine Minute Eskapismus. Das hat früher mal 25 Cent gekostet. Es ist trotzdem jeden Cent wert. A perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Das ist auch jetzt noch das perfekte Spielzeug.
Ich würde mir so ein Ding hier ins Büro stellen. Okay, gehen wir mal in den Drugstore. Aha, Ladesequenz. Yo, get out the way. Na, wir wollen keine Konfrontation. Obwohl ich das Anstarren gerade witzig finde. Unangenehmes Anstarren jetzt erstmal für die nächsten 5 Minuten. Sorry about that. Yeah. Asshole. That's enough. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir hier Kathy nicht and Hugh willkommen were sind. both at the wake. I should talk to them. Okay, hier gibt es wirklich alles. Das ist ein richtiger Tante-Emma-Laden. Wenn die Deo-Sticks direkt über den Chips stehen, gegenüber von den Telefonen und Headsets. Was haben wir hier? Oh, Rollstuhl. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Okay, Schmerzmittel. Nie da, wenn man sie braucht. Schlaftabletten sollten mit Vorsicht eingenommen werden. Ja, das stimmt. Okay, hier haben wir Terra. Oh, Sam, you here to pick up something for your, condition? I have a condition. Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. Ich glaub think schon. I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve, and your Ich möchte eigentlich half-digested nicht food zuhören. starts to leak out into your blood. Oh, wir sind aber höflich. I'm trying to find something for it, and if it doesn't help, can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. Ja, das Internet ist der beste was- Doktor. Nice talking to you, Tara. Oh, yes, always. Ganz, ganz komische. Die Darm-Tara. Ein Apothekerdiplom aufgehängt, um die Kunden zu beruhigen. Sehr gut. Aber wir sollten mit ihm reden. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Ich hatte einen Filmriss, ich habe davon gehört. Ah, wir hatten einen Honestly, Filmriss. I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. Okay. Inwiefern? Er ist, glaube ich, der Einzige, der das so sieht. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Okay. Komm, das sagt meine Mutter auch. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice.
Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Okay, wir können natürlich ein bisschen bohren. Warum Basswood? I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Okay. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Okay. Den Gefallen können wir ihm ja tun. Im Plakat zur Depression wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. Ja, ist heute immer noch so ein Thema, was gern verschwiegen wird. Geistige Krankheiten haben nicht denselben Stellenwert wie körperliche. Das ist leider so. Poster über Diabetes. Okay, Anzeige zum Tag der Bergleute. Miner's Day always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy. Oh, Schlüsselanhänger. Schale mit Süßigkeiten strategisch platziert, damit Kinder sich hier wohler fühlen. Definitiv. Caseys Glas, ein handgemachtes Geschenk von Joan. Hässlich, aber süß. Basswood Ansichtskarten. Der beste Blick auf Basswood, den man kriegen kann. Dann lass mal mit Casey reden. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? Die Leute wirken angespannt. It's just one of those days. Ran into Declan outside. He ranted about some thugs. Declan. He's testy because he wants Miner's Day to go well. Like in the old days, without any trouble. But really, Sam, I'm in the middle of my shift. Do you need something? Gut, dann kommen wir direkt auf den Punkt. Dennis hasn't come in today, has he? Dennis? I haven't seen him since last night. Why? You looking for trouble? Last night we got into a fight. Like a fist fight. Really? I'm sorry, I missed that. You could both use the thumping. But I left early to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. Ja. No one in here was much help. Okay, Wanderwege, einige der besten im Bundesstaat. Klatschmagazine, reiner Wohlfühljournalismus. Oha. Arbeite ein Großteil des Tages im Café. Ich würde wirklich gern reden, wenn du noch hier bist. Ja, okay. Ist ja am Ende unserer Tour hier auf der Straße. Das sollten wir definitiv hinkriegen. Aber keiner hat Dennis gesehen. Okay. Sind auch nicht viele Leute. Das ist wirklich ein verschlafenes Nest, wo wirklich jeder jeden kennt. Da kann man nichts anstellen, ohne dass es niemand mitkriegt. Okay,
Okay, Tracks and Tunes, Annas Lieblingsladen. Sie ging jeden Monat in die LP-Abteilung. Okay, ist aber geschlossen. Basswoods Musician. Okay. Handyman for Hire. Okay, Arbeit gesucht. Okay, wird ein Handwerker gesucht. Flexible Stundenanzahl. Zum Reparieren, zum Bemalerarbeiten, für Umzüge, einfach alles. Sie machen allerdings keine Dächer- oder Elektroarbeiten. Heiler Shift. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid, Tyler. Wenn ich irgendwas im Hotelraum noch gepinselt haben muss, dann melde ich mich bei dir. Okay, wen haben wir hier? Mitarbeiterin. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? Auf der Durchreise. I suppose. I grew up here. Been gone for a couple of years. I'm not staying long. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Okay, das ist ein Argument. Können wir noch mit ihm reden? No luck so far, but I should keep digging Nein. around. Someone must have seen Dennis. Okay, ich habe es ja schon verstanden. Dann gehen wir jetzt ins Café. Okay, ein Zeitungskasten. Walter füllt sie immer selbst auf. I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. Okay. Der Klatschclub. Zwei Münder und nur ein halbes Ohr. So etwas gibt es in jeder Stadt. Das stimmt allerdings. So, bin ich mal gespannt, mit wie vielen Leuten wir hier interagieren können, dürfen. Now I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? Du bist nicht tattrig. You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Okay. Gedankenpalast. Wir räumen mal auf. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh dear. Now, I know you want to interrupt her, because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah, well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Ah, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize Bleiben or höflich. anything, but these last few months, Kathy hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Wir sind ganz ihrer Meinung. Das ist, glaube ich, auch das, was sie hören of möchte. course. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. Ah, but look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today?
Dennis. No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. The three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? It's been, well, you know cruise control? I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. I know, Christina. Not right now. I gotta go. Anna's here. I should talk to her. Das sollten wir jetzt auch machen. Okay, leeres Regal, das sieht Christina gar nicht ähnlich. Ist sicher nicht freiwillig leer. Bisschen Gebäck, Buttermilch, Kekse. Einer davon und eine Tasse Kaffee und das war ein guter Start in den Tag. Verschiedene Teesorten. Nettes kleines Café. Die Flagge der größten Insel im Mittelmeer, die sizilianische Flagge. Okay, also ist sie ursprünglich Italienerin. Christina kanalisiert ihre italienische Herkunft. Okay, Tafeln. Coffee. Okay, meine Seele ist wie Kaffee. Sie ist schwarz. Natürlich. Und mit Milch, mit sehr viel Milch. Auch trinkbar. Aber mit genug Milch fast genießbar. Okay, dann übersetzen wir es so. Oder war da noch ein Schild? Das ist doch nett. Einen echt schönen Tag noch oder einen echt schönen Tag noch. Okay. Da haben wir uns morgens schon Rippchen reingepfiffen. Na ja. Okay. Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Okay, reden wir mit ihr. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Ja, wir können uns kaum dran erinnern. I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yes, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on, tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down, or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, dass ich ihr das Ganze erzähle, oder? Ich meine, wir waren mit ihr liiert. Und sie scheint uns ja relativ gut zu kennen. Wir erzählen es ihr.
woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood jungle? He likes to work weekends. No, not yet. I'll do that right now. Sam, is there anything I can do to help? Oh, nah. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam. What have you done? Okay. Immerhin gab es jetzt relativ fixen Tipp, wo wir hin müssen. Und ich hoffe ja inständig, dass er dort wirklich ist und arbeitet. Weil, wäre nicht so schön, hätten wir den zusammengeschlagen, zersägt und irgendwo entsorgt. Schauen wir mal, ob wir da rein können. Locked. I should check the back. My, my. Look what we got here. Is that Sam Higgs? Trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell, considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Trust me, ich I'll will's be nicht out of here eskalieren as soon lassen. as I can. Good. Declan's right down the street. Watch yourself while you're in Basswood, because we'll be watching you. Wir wollen es nicht eskalieren lassen und ich denke mal, das machen wir bisher ganz gut. Okay. Dann schauen wir mal, ob er hier ist. Eieiei. Ich glaube, vorher werden wir diesen Ort auch nicht verlassen können. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Okay, da ist auch ein PC an. Dennis! Dennis. Shit. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Sam, no, don't think about it.
Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Okay, was soll ich tun? Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Focus on me, Sam. Das probiere ich ja. Aber es ist gar nicht mal so leicht, ihn zu treffen. Keep going. You got this. Sam, no, don't think about that. Don't let it in. Don't give up, Sam. You almost have it. Sie sehen nirgendwo auch da. Okay, hat das jetzt gereicht? Anscheinend. This is Dennis's office. There must be some clues around. Okay, wir brauchen jetzt keine Blockade. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Okay. Chest wound. What kind of weapon did this? Okay. Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Okay, hier ist ein Holster. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Chest wound. Ja. What kind of weapon did this? Okay, wir haben diese neue Perspektive. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. Okay, wir sind eingeschränkt. Wir können nicht weiter nach links. Chest wound. What kind of weapon did this? Ich würde ja sagen eine Pistole, aber ich finde hier keine. Okay, Austrittswunde. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Okay, dort. Bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. His gun is gone. He had... Sam, stop it. Come back to reality. But You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. Okay, Schulterteufelchen. Wir versuchen's. You're right. I can see it. I have the complete picture now. Perfekt. Warum hat er die Waffe da so offen liegen? Das macht keinen Sinn.
Okay, wem sollte er aber freiwillig einfach eine Waffe in der Hand drücken? Okay, und da sind wir in Panik weg. Macht ja auch durchaus Sinn. Weil jetzt gilt es, den echten Mörder zu finden. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Das ist definitiv ein guter Ansatz. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist auf jeden Fall interessant zu wissen, dass wir auf jeden Fall schon mal... Ja, wir hatten zwar eine Schlägerei, wir haben aber niemanden umgebracht. Nur geht es jetzt darum, den richtigen Mörder zu finden. Aber ich denke mal, das ist schon mal eine Erleichterung. Gerade für den ganzen Druck, den er doch im Kopf hat. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie sieht es mit euch aus? Gefällt euch bisher das Spiel oder sagt ihr, ist ein bisschen zäh oder... Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.